Celine Dion macht es, U2 machen es und Reinhard May macht es auch. Zwischen ihren Songs teilen sie dem Publikum hin und wieder mit, was sie zur Komposition eines bestimmten Liedes bewogen hat. Bei den alten Meistern Bach, Beethoven und Co. ist das ja nicht mehr so möglich. Dafür gibt es aber Pavlos Hatzopoulos. Er wirft bei seinen Gesprächskonzerten einen Blick in die Seele eines Musikstücks. Ich verliebe mich selten in Musik, meistens in junge Damen, aber in dieses Stück habe ich mich verliebt. Und hier ohne Pause Back to Reality in Moll. So schön können Abstürze musikalisch klingen. Die Klaviatur bitte hier, mittig. Ich werde dann genügend Platz, damit ich zum Publikum sprechen kann. Gesprächskonzert bedeutet eigentlich ein Monologkonzert von Pavlos. Ich lade die Leute ein, mit mir eine musikalische Entdeckungsreise mitzumachen. Das Thema heute wird sein, die Ruhe nach dem Sturm. Ich bewundere diese Komponisten und diese Menschen, die uns in ihren Kunstwerken so diese Suche offenbaren. Das ist Ehrlichkeit, das ist ungeschminkt. Wir sind im Jahr 1720. Bach ist 35 Jahre alt. Er kommt von einer Konzertreise zurück, geht ins Haus und das Haus ist leer. Und er geht durch alle Zimmer, keiner da. Er geht wieder aus dem Haus. Eine Nachbarin sieht ihn und sagt: Herr Bach, sind Sie nicht auf der Beerdigung Ihrer Frau? Wir wissen von Bach, meine Damen und Herren, dass er immer wieder in sein Tagebuch schrieb: Ich befehle mich der Barmherzigkeit Gottes an. Wohl dem, der glauben kann. Beethoven war ein ganz anderer Typ. Seine große Krise verbunden mit der Taubheit. Das ist der Supergau für einen Musiker. Und eine weitere Krise, Dauerkrise, war vielleicht bei ihm auch der Umgang mit dem schwachen Geschlecht. Und er hatte ja mit allen zu tun, ob mit der Dirne von der nächsten Straßenecke oder mit der Gräfin. Und der kannte die gesamte Bandbreite. Ja, und dann natürlich auch seine Krise, die Sinnkrise. Boah. Das ist Wut. Die Zuhörer heute Abend werden glauben, dass sie Bach, Beethoven, Rachmaninow, Chopin hören werden. Eigentlich werden sie Pavlos hören. Ich komme jetzt gerade aus einer über einjährigen Krise heraus, einer gesundheitlichen Krise. Eigentlich das Einzige, was ich mit Freude tun konnte, war das Klavierspiel. Das zwar mit großen Schmerzen, aber ich denke, es gilt das, was Franz Schubert vertont hat in seinem Lied an die Musik. Sagt eine Verszeile: Du hast mich, also du, die Musik, in eine bessere Welt entrückt. Und das macht Musik mit uns. Pavlos Hatzopoulos, jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir hatten gerade das Schubert-Zitat: Du hast mich in eine bessere Welt entrückt. Warum hat Musik so eine Kraft? Ich denke, das haben wir alle schon erlebt. Wenn wir etwas zurücklassen wollen, da ist oft die Musik hilfreich. Sie nimmt uns mit.
Und einfach deswegen, weil die Musik etwas mit uns macht. Das wussten schon die alten Griechen, dass man anstatt Medikamente auch mal Musik verwenden kann. Und das haben sie übrigens auch zu musiktherapeutischen Zwecken manchmal verwendet. Also man weiß schon sehr, sehr lange um die Kraft der Musik. Und so ein Romantiker wie der Franz Schubert, der wusste es noch viel, viel besser. Und dadurch, dass er mit der Musik so eng verbunden war, hat er sich auch nicht nehmen lassen, mal etwas an die Musik zu schreiben und sich bei ihr zu bedanken, dass sie ihn in manch grauer Stunde in eine bessere Welt entrückt hat. Das zeigt übrigens auch diese Sehnsucht des Menschen nach dem verlorenen Paradies. Franz Schubert ist einer Ihrer Lieblingsmusiker. Warum? Der Franz Schubert wurde in seiner Zeit unterschätzt und vielleicht hat er sich selber unterschätzt. Er fühlte sich immer im Schatten beispielsweise von Ludwig van Beethoven, der für ihn der große Titan war. Und dann wussten natürlich diese Komponisten um die Größe Johann Sebastian Bachs, auch wenn Bach selber in der Öffentlichkeit damals noch gar nicht so bekannt war. Und sich selbst hat er sich immer so zurückgenommen. Wenn ich dann sein Werk sehe, dann muss ich sagen, dieser Franz Schubert hatte eine Größe, er war sich ihrer nicht bewusst, aber aus diesem blockhaften Instrument, dem Klavier, hat er etwas Singbares gemacht, dann hat er diese wunderbaren Lieder komponiert, unglaublich, auch in der Menge und in der Qualität. Und ich kenne eigentlich keinen anderen Komponisten, der so gesanglich aus dem Klavier komponiert hat wie Franz Schubert. Er ist allerdings auch durch einige Lebenskrisen gegangen. Wie sahen die aus? Franz Schubert war eigentlich mit einer Dauerkrise behaftet, so wie so manche seiner romantischen Komponistenkollegen. Und das hatte mit Sinnfragen zu tun. Deswegen komponiert er zum Beispiel auch ein Lied wie Wohin? Fragezeichen. Also wohin geht es in diesem Leben? Wohin nach dem Tod? Er hat sich immer als Wanderer bezeichnet und fragte sich immer, wo ist eigentlich das, was ich suche, das Ende meiner Sehnsucht. Und deshalb sagt er auch, das Glück ist dort, wo ich nicht bin. Also sehr romantisch, nicht? Und er war immer auf der Suche nach etwas, was er nicht bekommen hat. Und ich denke, das war schon so etwas, was ihn tief, tief geprägt hat. Und dadurch war er ein sehr guter Vertreter der romantischen Komponistengeneration. Sie selbst sind auch durch eine Krise gegangen, wenn man das so nennen darf. Sie hatten gesundheitliche Probleme. War da die Musik was Ihnen geholfen hat in der Zeit? Teils. Die Musik hat mir insofern geholfen, als dass, und ich hatte Gott sei Dank auch viele Auftritte in dieser Zeit, obwohl so mancher Arzt sagte, eigentlich sollte ich totale Pause machen. Aber zumindest hat das Adrenalin für einige Stunden die Schmerzen genommen, die nur teilweise mit Schmerzmitteln zu bekämpfen waren. Und dafür war es dann natürlich einige Stunden nach dem Konzert schlimmer. Aber die Musik hat mich und ganz im Schubertschen Sinne natürlich auch immer wieder in eine andere Welt mitgenommen. Aber es war nicht einfach und vor allen Dingen, ich konnte in dieser Zeit nicht richtig zulangen. Und das ist für einen Pianisten, der sich plötzlich eingeschränkt spürt, ist natürlich schwierig. Ich merke jetzt erst heute den Unterschied, wo es mir jetzt viel, viel besser geht und wo die Gesundheit fast wieder ganz hergestellt ist. Und jetzt kann ich wieder die großen Stücke spielen und kann neue Programme ausarbeiten und so weiter. Das war in dieser Zeit nicht möglich. Ein anderer Musiker, der auch durch harte Krisen gegangen ist, tiefe Zeiten, war Johann Sebastian Bach, ein sehr gläubiger Mensch. Was nehmen Sie von ihm mit? Von ihm will ich und kann ich mitnehmen seinen Umgang mit Krisen. Ich finde es bezeichnend, dass er immer wieder auch in sein Tagebuch geschrieben hat, ich befehle mich der Barmherzigkeit Gottes an. Und das finde ich großartig, denn mit Krisen haben wir alle zu kämpfen. Es kommt immer darauf an, wie wir damit umgehen. Oftmals ist das Resultat Resignation, Selbstaufgabe. Es ist oft Wut und Trauer, Selbstmitleid. Nichts von dem bei Johann Sebastian Bach, zumindest nicht nach dem, was wir von ihm in Dokumenten haben. Dieser Mann war so fixiert auf seinen Jesus Christus, er konnte damit sehr gut umgehen. Und immer wieder, ob es jetzt seine Söhne waren, seine Kinder oder er selbst, seine Gesundheit oder sein Nicht-Anerkennen, er war ja nicht Akademiker, hatte immer Probleme damit. Und nein, er befahl sich immer Gott an und erwartete Gottes Handeln in seinem Leben. Das finde ich großartig. Wofür sagen Sie Gott sei Dank? Ich sage Gott sei Dank für das Leben.
Ich sage Gott sei Dank für die Tatsache, dass ich jeden Morgen nach einem Schluck Kaffee ans Klavier darf. Das finde ich ist eine Ehre, dass ich das machen darf. Ich darf meinen Kindheitstraum leben. Ich danke Ihnen, dass Sie da gewesen sind. Alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen. Und ich habe hier Pavlos Hatsopoulos für zu Hause. Der SCM-Verlag hat uns einige Exemplare der Schubert-CD zur Verfügung gestellt, die wir gerne an Sie weitergeben. Einfach anrufen unter 01805 16 17 18 oder eine E-Mail schreiben an info@gottseidank.tv.